Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report. Heute mit dem Thema: Die Geldentwertung wird sich beschleunigen. Disclaimer. Geldentwertung wird sich beschleunigen. Wir verlassen jetzt die Phase eins des Inflationsprozesses. Ganz wie zwischen 1920 und Anfang 2020 ist keiner wirklich beunruhigt. Gold ist ja immer noch nicht höher als 2010, 2011 und das trotz mindestens einer Verdopplung der Währungseinheit. Dass Gold seit 2000 um das fast Zehnfache gestiegen ist, ist weitgehend vergessen. Jetzt wird es aber schmerzhaft. Gold steigt möglicherweise in kurzer Zeit nochmal um das Fünf- bis Zehnfache. Ganz ähnlich wie die Reichsmark von Anfang 2022 bis Mitte 2022 gefallen ist. Grüne Phase. Da das Gleichgewicht jetzt verlassen wird, kommt es jetzt zu einer starken Goldaktienrallye wie Anfang der 2000er Jahre, wo auch ein Gleichgewicht verlassen worden ist. In der roten Phase kann man nicht mehr handeln, die Währung entwertet sich rasend schnell und es ist mit massiven staatlichen Eingriffen zu rechnen. Jetzt, wo wir in der Phase der beschleunigten Geldentwertung betreten, wird der Goldpreis massiv steigen, aber noch nicht extrem beziehungsweise systemgefährdend. Genau, aber das ist das ideale Umfeld für Top-Penny-Gold-Aktien, die sich um das Hundertfache und besser als Gold entwickeln können. Ja, ganz offensichtlich wechseln sich starke Inflationsphasen mit sozusagen, sage ich mal, Aktienphasen sozusagen, wo Aktien gut laufen, ab und wo Gold nicht so gut läuft. Und das können wir ehrlich gesagt auch beobachten bei dem Zerfall der Reichsmark nach dem Ersten Weltkrieg. Und Sie sehen das hier. Die Reichsmark, die Konvertierung Gold und Silber wurde ja, glaube ich, schon relativ früh eingestellt, schon mitten im Krieg, 1915. Also es begann schon viel, viel früher. Das könnte man vergleichen mit den 2000er Jahren, wo Gold bei 250 $ gestiegen ist und dann bis 2011 Richtung 2000 $ gestiegen ist. Diese lange Phase, das ist eher ein schleichender Prozess und das hat keiner mitgekriegt. Das könnte man diese Phase bis zu diesem schwarzen Kästchen dauern. Dann, sage ich mal, konnten sie die Inflation wieder etwas in den Griff kriegen, eben wie hier auch und wie seit 2011 auch, wo dann der Goldpreis bis auf 1000 $ gesunken ist. Und wir haben eine relativ lange Seitwärtsphase, die durchaus inflationär geprägt ist, aber eigentlich noch keinen beunruhigt. Und genauso, das waren die sogenannten goldenen Twenties. Das waren nicht die Inflationsjahre an sich, die haben nachher das zu einem Albtraum gemacht, aber die goldenen Twenties waren eben diese wo eben sehr viel Geld in Verbindung war, man zum Beispiel aus Deutschland exportieren konnte mit entwerteter Währung und jeder mehr oder weniger einen Arbeitsplatz hat, aber zunehmend immer weniger verdienen kann. Ganz mit der heutigen Situation. Man arbeitet und arbeitet und eigentlich muss man fast schon noch Geld hinzunehmen, um arbeiten zu machen. Also Arbeit macht zunehmend immer weniger Sinn, aber eben noch nicht in dieser schwarzen Phase, aber diese Phase des künstlich erzeugten Wachstums sozusagen durch Geldmengenauswertung, die eben noch nicht stark inflationär geprägt ist, sondern eher in die Wirtschaft ging, hat diese Scheinblüte entwickelt, die wir jetzt allerdings auch verlassen. Und jetzt kommt eben ein starker Inflationsschub, eben damals genau wie 1922, da war die Party zu Ende. Und da mit einmal ist die Währung dann stark zerfallen, sozusagen. Aber eben auch noch nicht galoppieren und extrem wie hier in einer roten Phase. Das ist noch was anderes. Das heißt, genau wie wir jetzt erwarten, dass Gold eben hier von 2000 $ Richtung 8500 $ im Prinzip wandert, ist das eigentlich auch hier passiert, in dieser Phase, natürlich im kürzeren Zeitraum. Aber diese Phasen von stark steigenden Goldpreis schlägt eben voll durch auf Goldaktien. Diese Penny-Gold-Aktien werden zu Dollar-Aktien und viel mehr. Ganz ähnlich wie in dieser Phase, wo eben auch noch keiner drauf geachtet hat. Und irgendwann kommt dann die Phase, diese rote Phase, und das ist im Grunde die systemkritische Phase. Da funktioniert nicht mehr, verliert Geld komplett seine Tauschfunktion und Sparfunktion und es ist mit staatlichen Eingriffen aller Art zu rechnen. Und bevor diese Phase beginnt, müssen wir natürlich die Goldaktiengewinne in mehr Gold und Silber investieren. Und wenn dann diese totale Inflation kommt, das wird dann am Ende die Standardaktien und andere Assets dann wirklich dezimieren gegenüber Gold. Und
man kann dann danach reinvestieren sozusagen. Aber ich denke mal, diese drei Phasen, das ist eigentlich eine klassische Inflationsentwicklung, wechselt sich offensichtlich ab mit Phasen relativ inflationsfreien Wachstums und dann starker Inflationsdynamik. Und in unserem Fall ist es ja auch eben dieser Wechsel der letzten 10 Jahre waren von starken Aktienanstiegen gekennzeichnet. Da haben sie es geschafft, die Geldmenge in den Sektor zu pressen. Das ist jetzt so in dem Sinne nicht mehr möglich. Und das wird jetzt ins Gold fließen, genau wie irgendwann zwischen 2000 und 2011. Ja, meiner Meinung nach ein ganz interessanter Indikator. Das Ganze dürfte auch wie damals für die Währung leider vieler westlicher Staaten ein schreckliches Ende nehmen. Offensichtlich ist aber dauert alles viel länger und viel zähflüssiger. Natürlich gibt es auch noch mehr Manipulation, aber mehr oder weniger das Ende ist dasselbe. Ja, hier nochmal ein Goldprojektgenerator, Quebec, Neufundland, extrem hohes Risiko allerdings und Eric Sprott ist auch investiert. Also die haben Projekte in Neufundland und in Quebec an der Grenze zu Ontario, absolut hochgradige Proben gefunden, teilweise hier mit 77 Gramm pro Tonne Gold auf dem Bazooka-Gebiet und im McWaterspree auch 7,79 Gramm pro Tonne Gold über 3 Meter. Und sie liegen vor allen Dingen neben wirklich sehr interessanten anderen Golddeposits, zum Beispiel von Granada Gold, das 2,3 Millionen Unzen Gold hat. Ja, im Neufundland-Golddistrikt sind sie im mittleren Gebiet von Neufundland. Die größte bekannte Goldressource entlang dieses Korridors befindet sich auf dem Grundstück Wallichen Lake, der Marathon Goldemer mit 3,09 Millionen Unzen. Und die liegen daneben. Also jede Menge Potenzial, auch hochgradiges Potenzial. Sie sehen, diese Aktie ist total abgestürzt, ist in jedem Fall ein totaler Gamble. Absolut keine Empfehlung. Dennoch können sich wahrscheinlich in diesem Umfeld, die wir jetzt vielleicht haben, gerade diese Aktien am interessantesten erweisen. Also ich persönlich würde so investieren, würde das Geld eigentlich von Anfang an abschreiben. Nur was ist, wenn es jetzt wirklich zu einem Goldpreisanstieg sind? Diese Projekte können sich erhöhen und das wird vom Markt bewertet. Das ist so extrem unterbewertet. Da liegt natürlich diese Riesenchance, aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Riesenrisiko. Das natürlich abnimmt, wenn wir einen Goldboom kriegen. Damit keine Goldaktien fallen, Goldaktien fallen, dann geht es darum, welche Goldaktien steigen eben viel, viel mehr als Gold. Und nur darum geht es am Ende. Könnte sowas werden? Wie gesagt, extremes Risiko, keine Handlungsempfehlung, einfach nur für eine Information für Sie. Ja, Gold steigt analog der 1970er Jahre von $2.000 auf $8.500. Die Charttechnik gibt es her. 1970 ist das auch passiert, nur mit einer Null weniger sozusagen. Dort stieg es dann von $35 auf $200, korrigiert auf $100, hat sich dann bis 1978 auf $200 herangearbeitet. Dann gab es eine große Korrektur. Viele haben frustriert den Markt verlassen und haben dann natürlich den Mega-Anstieg verpasst. Und ich glaube, ein ähnliches Szenario haben wir jetzt. Man ist relativ immer noch frustriert, man glaubt noch wirklich nicht den Anstieg. Viele sind dauerhaft ausgestiegen und jetzt kann eben der große Anstieg beginnen. Das ist die Bedingung, so läuft das immer, weil da auch Meisterpsychologen am Werk sind. Die wollen so wenig Leute wie drin haben. Mit einmal denke ich, wird es eruptionsartig hochgehen und keiner ist dabei. Wir natürlich und unsere Leser und die Leser des 1000-Bäcker-Reports natürlich sind dabei. Ja, damals nochmal diese Zahlen, die sich dann entwickelt haben, der Goldaktien, hier ging es von 15 oder 20 Cent auf 10, 20, $30. Das heißt, aus $1.000 konnte man 100.000, 200, 300.000 machen. Eine absolut einmalige Situation, wo die wir glauben, die sich mehr oder weniger jetzt wiederholen könnte. Ja, wie profitiert man von einer Goldaktienrallye? Also eine Goldaktienrallye kann man nicht mit anderen Aktienrallye ohne weiteres so vergleichen. Es ist im Prinzip ein Phänomen im Goldbullenmarkt. Goldaktien aus irgendwelchen Gründen sind sie mal extrem unterbewertet und mal extrem hoch bewertet. Und nicht selber in diesen Gap gibt es dazu sogar Tausendbäcker, die entstehen können. Und Sie sehen das ja hier bei den letzten beiden Goldaktien-Rallye, hier eben von 2016, wird das nochmal extremst runtergerückt und dann extremst schießt es hoch wegen dieser Verzerrung. Diese Verzerrungen werden vermutlich künstlich erzeugt und
einfach um Insider-Profite zu machen, um vielleicht Investoren rauszuekeln aus dem Markt. Who knows? Jedenfalls, es ist eine Realität. Gold ist da zum Beispiel nur um 30% gestiegen und die Aktie eben um 10.000%. Das heißt, die Goldaktie war einfach 350 Mal besser. Wenn man das jetzt mal mit Abstand betrachtet, wäre es immer das Beste gewesen. Man ist investiert in das Primärmetall Gold, das ewige Geld sozusagen, das, wo wir ja auch langfristig einen Kaufkraftbetrag von 8.000 Dollar früher oder später waren. Und wir schauen einfach, dass wir interessante Situationen haben. Also wenn wir Gold haben, haben wir immer Geld. Wir können es verkaufen, reinvestieren. Und 2016 wäre genau das richtig gewesen. Man investiert einen Teil seines Goldes, nimmt das halbe Jahr Rallye mit. Wir sehen es an diesen extremen Preisen, dass es sinnvoll ist. Ja, und in dem Fall hätte man aus einer Unze sozusagen dieser Goldaktie 79 Unzen generiert, die man dann zurücklegen kann und dass man Munition hat für das nächste Abenteuer. Das nächste Abenteuer war dann zum Beispiel dieser Goldaktienbullenmarkt, auch wieder solche extrem erzeugte Tiefe, das damals durch Corona. Krise und auch die Aktie stieg um 2000%. Und da hätte man das gleiche Spiel auch machen können, das Gold, mehr Gold machen können. So würde man meiner Meinung effizient die Goldaktien Rallyes bespielen. Das nicht als Langfristinvestment machen, sich bewusst sein, dass das hier vermutlich jetzt auch in Zukunft nicht viel länger als 6 bis 12 Monate steigt. Dann ist die Unterbewertung abgebaut. Gold ist noch nicht so hoch gestiegen, so dass man es generell verkaufen muss, aber man hat seinen Betrag, seinen Besitz an Gold maximiert. Das könnte eine sinnvolle Strategie sein, um diesen Goldaktienmarkt zu spielen. Ja, es ist eben doch immer eine extreme Unterbewertung bei Goldaktien seit 1996 im Bärenmarkt sozusagen, hat aber den Boden gefunden. Also das ist Goldaktien-Gold-Ratio. Und die Chartisten meinen, dass es eine extreme Entladung nach oben gibt. Das war zum Beispiel einer der letzten großen Goldbullenmärkte und es war im Grunde genommen eine Bärenmarktrallye hier im Jahr 2010. Und das heißt, die ist dann 3 oder 4 Mal so hoch, die zu erwartende Entladung. Gigantisch, eine einmalige Jahrhundertchance, kann man dazu nur ableiten, meines Erachtens. Ja, denn Junior- und Senior-Aktien sind bewertungsgap, deswegen fokussieren uns Explorations- und Junior-Aktien, die extremst unterbewertet sind, zu Senior-Aktien. Auch das wird dann sozusagen ab irgendeinem Punkt dramatisch abgebaut. Und auch das unterstützt den Anstieg der Penny-Gold-Aktienbewertung. Ja, wie hätte man 1970 den Goldaktienbullenmarkt optimal gespielt? Einfach verschiedene Goldaktien kaufen, aussitzen, bis dann die Preiseruption kommt durch einen Bullenmarkt und dann im Grunde genommen verkaufen. Und damals wäre es eben richtig gewesen, in die andere Assetklasse zu gehen, sprich Standardaktien, Berkshire Hathaway, ähnliches. Es gab dann sozusagen ein Signal, gerade an dem Tag, oder sage ich mal, einen Zeitraum, wo Business Week den Tod der Aktien ausgerufen hat am 13. August 1979. Also im Prinzip sagt, es macht keinen Sinn mehr in Standardaktien investieren. Das war eigentlich der Weckruf, alle anderen Assets zu verkaufen und in Standardaktien zu investieren. Und das wäre der richtige Zeitpunkt gewesen, Gold und Goldaktien zu verkaufen. Und dann eben in Berkshire Hathaway hätte man das 1980 gekauft. Und das ist dann von 350.000 auf 80.000 gestiegen, also 228-fache. Das heißt, das ist wie gesagt nur der Blick auf die Vergangenheit, einfach bewusst zu machen, wie hätte man da richtig gelegen, sein Geld in Goldaktien verteilen, gute nachkaufen, aussitzen, Eruptionen mitmachen, verkaufen, Assetklasse wechseln und dann hätte man aus 50 Dollar 1 Million Dollar bis 1999 gemacht und das auch nur mit 2 Klicks an den Märkten innerhalb von eben den 25 Jahren, wo das stattgefunden hat. Ja, 200 Jahre Dow-Gold-Ratio. Also wenn man einfach die Aktienmärkte allgemein mit Gold in Relation sieht, sieht man, das ist das 19. Jahrhundert, systematisch schöner Anstieg. Und dann eben das 20. Jahrhundert, diese vielen Krisen und etc. Und das führte eben auch dazu, dass es immer wieder zu Spekulationsbasen kam, aber auch zu völligen Entwertungen, wie eben 1980 wo sie für eine Unze einen Dow kriegen können. Und Sie sehen, die Statisten glauben das jetzt, dass man sogar für eine Unze in Zukunft 2, 3, 4 oder 5 ähm, Dows kriegt. Oder in Häusern berechnen. Das ökonomische Tief konnte man 1980 konnte man für 500 Unzen
Silber ein Haus kriegen und das müsste dann dementsprechend dieses Mal mindestens bei 250 Unzen liegen. Also noch eine ganz extreme Entwertung gegen eine Assetklasse wie Aktien und Immobilien dürfte stattfinden. Ja, Fazit. Man muss die Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen in Betracht ziehen. Also welche Dynamik haben wir jetzt? Wir haben jetzt die Inflationsdynamik und möglicherweise kann man eben mit Gold- und Silberaktien, die so extremst künstlich niedrig bewertet sind, die aber jetzt hoffentlich hochschleudern, extra Gewinne gemacht, also von der Inflationsdynamik profitieren, kann dann zum Beispiel mehr Gold und Silber kaufen und dann ab irgendeinem Punkt wieder reinvestieren, klassisch investieren. Das heißt, $200, die man jetzt investiert, macht man vielleicht eine Ver-25-fachung mit Goldaktien. Mit der Rallye kauft dadurch mehr Gold und Silber, weil Gold und Silber noch nicht den Höhepunkt erreicht hat, also noch von 2.500 auf 8.000 steigen können. Hier der Faktor 4 angerechnet. Aber wenn dieser Punkt erreicht ist, definitiv ein Maximal-Pivot-Wert, dann muss wieder klassisch investiert werden. Und das heißt eben gute Firmen, Einkommen generierende Firmen, Einkommen generierende Immobilien etc. Und jedenfalls das würde dann langfristig 1 Million Dollar Kaufkraft bringen, was dann vielleicht aus $200 heute vielleicht in 15 Jahren erreicht sein kann. Meiner Meinung nach die optimale Absicherung und Vermögensaufbau ohne große Hektik und komplizierte Produkte. Ja, 1000-Wecker-Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach verschiedenen, nach moderatem und sehr hohen Risiko zu ordnen, Potenzialfaktor, das Grad des Goldes, Anzahl der Unzen etc. Zu berechnen. Exit-Strategie ist auch dabei. Weitere Informationen, wenn Sie sich für den Report interessieren, finden Sie unten im Anhang. Ja, kaufen Sie kein überteuertes Gold und Silber. Immer wieder ist festzustellen, dass gerade bei YouTube Werbung gemacht wird, mit Krisenszenarien geworben wird, den Leuten Angst gemacht wird. Und die Lösung soll dann natürlich Edelmetalle sein, stimme ich zu, ist okay, aber keine überteuerten Edelmetalle. Bevor Sie überhaupt Edelmetalle kaufen, schauen Sie sich die Vergleichsportale an, wie zum Beispiel auf gold.de oder zum Beispiel Sachwerte Einkaufsgemeinschaft, die sagen, dass sie für Großhandelskonditionen ab den ersten Euro Gold und Silber kriegen. Das sollte man sich, bevor man überhaupt zu physischen Käufen jetzt vielleicht einen Spontankauf macht, weil man so ein Werbevideo gesehen hat, sollte man sich das vielleicht angucken. Ansonsten nochmal man kann zum Beispiel mit Brokern arbeiten in Deutschland, die auch in Toronto Stock Exchange, Hamel, Flatex, Giro oder in der Schweiz kann man zum Beispiel Swissquote nutzen, wo sie auch als nicht ähm, äh, also als jemand, der keinen Schweizer Sitz hat, auch ein Depot eröffnen kann. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben, das würde dem Algorithmus auf die Sprünge helfen. Oder auch die Glocke betätigen, dann werden Sie sofort über neue Videos informiert. Nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.